Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Da kam bei BMW irgendwann der 5. Februar. Der 5. Februar 1999. Ja, der Life-Changing Event. Da müssen Sie sich ja Folgendes vorstellen. Am Ende war es dann doch so, dass Kuhnheim unbedingt wollte, weil er gesehen hat, dass der Pischetsrieder da nichts bringt. Pischetsrieder muss raus. Rover Disaster. Und das war nun der Moment, wo Kuhnheim endgültig jetzt wollte, dass ich Vorstandsvorsitzender werde. Und nicht nur er, auch die anteilseigene Vertreter und Quanz. Ja. Da war dann an einem, ich glaube, Samstag, die Woche vor, also Kuhnheim hat eine Sondersitzung einberufen. Ich glaube, für den 5. war vielleicht ein Freitag. Ich bin nicht mehr sicher, aber ich glaube ja. Ein Freitag. Und da war an dem Samstag vorher ein Treffen in einem Münchner Hotel mit den Anteilseignern. Und da haben die sich alle eingeschworen drauf, da gibt es jetzt eine Sondersitzung, die geht ratzfatz, ganz kurz, Pischetsrieder weg, Reitzle rein. Kuhnheim hat dann in den Tagen drauf mit mir gemeinsam, immerhin, die Antrittsrede konzipiert. Für Sie? Ja, für mich. Er hat gesagt, wissen Sie, das muss überzeugend werden und es muss so sein, dass wir auch die Arbeitnehmer mitnehmen. Und drum, ich kann Ihnen aus den Hintergrunddiskussionen sagen, was da alles so drin sein muss. Und da haben wir die Rede quasi gemeinsam entworfen. Die war ganz kurz, vielleicht 4-5 Minuten Rede wäre das gewesen. Die hatte ich fertig und die habe ich mitgebracht an dem Morgen. Aber dazwischen passierte etwas, was mich stutzig gemacht hat in Kuhnheim zu spät. Man muss jetzt nur mal kurz sich in die Situation Kuhnheim reindenken. Er war der nicht nur Herrscher aller Reußen, er war einfach über alle Zweifel erhaben, hatte den Riesenerfolg mit BMW. Ne? Den Riesenerfolg mit BMW. Und jetzt hat er natürlich gedacht, wenn er eine Sondersitzung macht, was bei BMW ganz selten ist oder damals war, und wenn er beschließt, der eine Vorstandsvorsitzende muss weg und er bespricht das vorher mit den Anteilseignern, dann ist das ja nur eine Formsache. Er hat erst einmal einen Stockfehler und einen Elementarfehler begangen. Einer der Aufsichtsräte war eben schon lange geplant beim Jagen in Südafrika. Und den hat man nicht zurückgerufen für den Freitag. Und jetzt kommt der Stockfehler. Er hat sich von dem, was heute undenkbar wäre, er hat sich von dem keine Stimmbotschaft geben lassen. Weil er Kuhnheim sich ja sicher war, wenn er was vorschlägt und die Quanz sind da auch dafür, dann geht es ja durch. Ja. Er hat aber nicht mit Pischetsrieder gerechnet. Der Pischetsrieder kann unglaublich geschickt so eine finstere Sache spinnen. Der hat nämlich Folgendes ist zu den Arbeitnehmern und hat gesagt, wenn der Reitzle da hinkommt, kann ich euch jetzt schon verraten, ich weiß aus der Unterlage, der macht Longbridge platt. 15.000 Mitarbeiter entlässt er. Dann haben die Gewerkschaften, damals gab es einen riesigen, mächtigen Menschen, Tony Woodley hieß der. Okay. Der war bei uns, der Franz Steinkühler war damals, also nicht für junge Leute wie Sie, aber für Ältere wie mich, denen ist noch bekannt, der IG Metall-Chef Steinkühler. Das war eine Nummer. Und so gab es das Pendant in England, Tony Woodley. Da hat der Steinkühler und der Betriebsratschef Schoch haben den Woodley angesprochen, haben gesagt, passt auf, ihr müsst uns unterstützen, dass wir den Reitzle verhindern. Und jetzt dass der Woodley und die Betriebsräte in der Woche nach dem Samstag und vor dem Freitag der Sitzung waren die in München heimlich. Okay. Und Kuhnheim hat es nicht mitgekriegt. Aber irgendeiner hat es dann gesagt und dann sagte Kuhnheim, ja, das ist aber komisch, was machen die denn jetzt da? Und dann war eine ganz merkwürdige Sache an dem 5., als ich rein bin, als ich zu Pischetsrieder, wir beide sind ja erst rein, alle, dann mussten wir ja raus. Und dann bin ich zu Pischetsrieder ins Büro. Und dann, wie immer, dann in so einer Situation, leerer Schreibtisch, war aber für ihn immer, also bei mir waren die Schreibtische immer voll, bei ihm waren sie immer leer. Er hat schon wieder die Zigarre, hat die Schuhe auf dem Tisch und sagt, na komm doch rein, und hängt so da und sagt, naja, ganz trocken, sagt er, klar, ich bin jetzt raus, aber du bist noch nicht drin. Da habe ich gesagt, wie meinst du denn das? Na, wart nur mal ab. Was er gemacht hat, er hat die
die haben mitgekriegt, dass eine Stimme, der Kuhlheim hat die Zweitstimme nicht einsetzen, also konnte sie einsetzen, aber die nutzt ihm nichts, wenn einer fehlt. Ach so. Ja, es hat ja einer gefehlt. Ja, klar. Und dann so, also Kuhlheim ist in so eine Sitzung gegangen, ohne eine sichere Mehrheit zu haben. Und das ist für mich bis heute bei einem Mann, der so perfekt auch strategisch arbeitet, unvorstellbar. Nee, der war in Südafrika, der andere hat keine Stimmbotschaft abgegeben. Jetzt passierte Folgendes. Die Abstimmung lief und es war ein Patt, weil die Arbeitnehmer geschlossen dagegen gestimmt haben, gegen mich. Und ich sollte ja nach 5 Minuten reingerufen werden und hätte brav dann meine Antrittsrede vorgelesen. War aber nichts. Es verging eine halbe Stunde, eine Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden. Da kamen die Fernsehteams unten an, weil sie dachten, da ist schon was im Busche. Und irgendwann war später Nachmittag, ich weiß nicht, 17 Uhr oder irgendwas, die haben ja dann in unterschiedlichen Räumen stundenlang getagt. Und am Ende kam Kuhlheim zu mir, völlig verzweifelt, und sagt, also wir kommen da nicht durch. Und dann hat er gesagt, Kuhlheim, dieses Mal bleibe ich nicht mehr. Ne? Also ist klar, weil das kann ich nicht, also ich gehe dann. Und dann ist der Kuhlheim mit völlig wirrem Kopf wieder rausgerauscht und dann bin ich reingerufen worden und dann habe ich artig gesagt, ich lege hiermit mein Amt als Mitglied des Vorstands der BMW AG nieder und habe meine Antrittsrede unbenutzt genommen und bin nach Hause und habe meiner Frau gesagt, du, ich bin jetzt nicht Vorstandsvorsitzender, sondern ich bin ganz draußen. Das ist ein kleiner Unterschied. Morgens verlässt man das Haus in der Annahme, man kommt als Vorstandsvorsitzender zurück und abends ist man ganz draußen. Das war der denkwürdige Tag. Das würde ich als auf Bayerisch ein life-changing Event nennen. Absolut. Und ja, im ersten Moment ist das dann hart, wenn man so eine Emotion mit der Firma und so eine 23 Jahre hat. Und was da alles passiert ist, was einem versprochen wurde und alles. Und was man dann nicht wahrgenommen hat, wie Porsche. Aber jetzt müssen Sie sich vorstellen, ich bin noch mit meiner Sekretärin im Vierzylinder oben im 21. Stock. Und in dem Moment, wo ich ins Zimmer komme, glauben Sie nicht, war so ein Wintergewitter und schlägt der Blitz ein. Also das ganze Zimmer war plötzlich. Vierzylinder. Unglaublich. War ein Blitz wie durchs Zimmer gelaufen. Und dann kommt 10 Minuten später oder was ein Anruf von Piech an mich und sagt, ich habe ein Radio gehört. Sind Sie in der Nähe von Fax? Geben Sie mir mal Ihre Faxnummer durch. Ja, habe ich Faxnummer durchgegeben. Und wissen Sie, was dann kam? 10 Minuten später kam ein Angebot, Vorstandsvorsitzender von Audi, unterschrieben von Piech, und dann hat er dort unten gesagt, füllen Sie ein, was Sie verdienen wollen. Ja, Mensch, so ist Piech. So ist Piech in der Geschwindigkeit. Warum haben Sie es nicht gleich unterschrieben? Ja, ich habe gedacht, da muss ich erst mal nachdenken. Wenn ich dann im Affekt, sowas mache ich dann nicht. Nee. Aber das hat er natürlich dann schon nicht so gut gefunden. Einmal Porsche, dass ich dann nicht standhaft war. Und dann nochmal Audi-Vorstandsvorsitz und dann auch nicht gekommen. Also wie auch immer, das war schon eine verrückte Sache in meinem Leben bei BMW, ne? Was da alles so passiert ist. Und nur gut, im Nachhinein, wenn man drauf schaut, wer weiß, wofür es gut war. Bei BMW werden die, glaube ich, immer noch, oder ich wäre mit 60 pensioniert worden. Ne? Ich wäre jetzt schon 12 Jahre raus aus dem Geschäft. Für mich unvorstellbar. Pensionär, unvorstellbar. Ja. Ich habe heute so viel Spaß noch mit meinen Jobs. Ja. Und also, wenn Sie, so hart es dann manchmal ist im Leben, wenn mal sowas passiert, ich meine, das war ein ziemlicher Schlag, emotional auch. Und das macht einen aber dann doch irgendwie reifer und robuster. Und schon nicht nur erst jetzt, sondern schon einige Jahre später habe ich mir gesagt, wer weiß, wofür es gut war. Ich hätte nie sonst die Chance bekommen, Linde zu machen aus 2,7 Milliarden Börsenbewertung, 127. Ja. Also all solche Dinge, die wären dann nicht passiert. Und es wäre eine schöne Karriere gewesen, die planmäßig mit 60 zu Ende gegangen wäre. Und dann wäre ich jetzt halt Pensionär, würde noch einen 7er fahren, sogar vielleicht mit Fahrer kriegen die ja noch. Also ich wäre da, und das wäre alles prima gewesen. Aber so ist mein Leben noch viel faszinierender geworden.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.